Hi, ich bin Alex von meinbafög.de und auf unserem Kanal erfährst du alles zum Thema BAföG, also bleib dran und viel Spaß bei dem Video. In diesem Video erkläre ich dir die wichtigsten Dinge darüber, wie viel Vermögen du haben darfst und welche Auswirkungen zu viel Vermögen auf deine BAföG-Förderung hat. Was zählt beim BAföG als Vermögen? Grundsätzlich zählen alle beweglichen und unbeweglichen Sachen, Forderungen und sonstige Rechte als Vermögen. Ein Auto ist zum Beispiel eine bewegliche Sache. Unbewegliche Sachen sind beispielsweise Immobilien. Haushaltsgegenstände, also Gegenstände, die dafür da sind, die Wohnung einzurichten oder den Haushalt zu führen, Rechte auf Versorgungsbezüge, Renten oder wiederkehrende Leistungen zählen laut dem BAföG-Gesetz nicht zu deinem Vermögen. Wie viel Vermögen ist erlaubt? Im BAföG-Gesetz findest du Freigrenzen für das Vermögen. Bist du noch keine 30 Jahre alt und hast unter 15.000 Euro Vermögen, hat dies keine Auswirkungen auf deine BAföG-Förderung. Bist du 30 Jahre alt oder sogar älter, darfst du bis zu 45.000 Euro Vermögen haben. Eine Besonderheit gibt es auch noch, wenn du verheiratet bist oder ein bzw. mehrere Kinder hast. Denn dann erhöht sich diese Freigrenze nämlich jeweils um 2.300 Euro. Liegst du über diesem Freibetrag, wird dein Vermögen auf deinen BAföG-Satz angerechnet. Schauen wir uns hierzu ein Beispiel an. Gehen wir davon aus, du bist 23 Jahre alt, hast ein Auto mit einem Zeitwert von 3.300 Euro, ein Sparbuch mit 5.200 Euro Guthaben und eine sehr hochwertige Armbanduhr im Wert von 7.000 Euro. Insgesamt hast du also ein Vermögen von 15.500 Euro, also 500 Euro über dem vorhin genannten Freibetrag. Dieser übersteigende Betrag wird jetzt durch 12 Monate geteilt. Es ergibt sich ein Betrag in Höhe von 41,67 Euro, der von deinem BAföG-Satz abgezogen wird. Welcher Zeitpunkt ist maßgeblich für die Berechnung des Vermögens? Bei der Antragstellung kommt es darauf an, wie viel Vermögen du genau an dem Tag hast, an dem du deinen BAföG-Antrag stellst. Zählt deine Mietkaution zum Vermögen? Wohnst du in einer Wohnung, musstest du mit Sicherheit eine Mietkaution an deinen Vermieter oder deine Vermieterin zahlen. Da in den meisten Fällen dein Vermieter die Kaution für dich bei der Bank anlegt und nicht du selbst, handelt es sich hierbei um eine Forderung gegenüber deinem Vermieter, da du an dieses Geld nicht so einfach rankommst und nicht einfach vom Konto abheben kannst, handelt es sich um einen Spezialfall. Du kannst einen Härtefallantrag stellen, damit die Kaution nicht zu deinem Vermögen gezählt wird. Zählen Riester-Rente, Lebensversicherungen und Bausparverträge zum Vermögen? Hast du eine Riester-Rente, eine Lebensversicherung oder einen Bausparvertrag, dann musst du auch diese in deinem BAföG-Antrag angeben. Bei der Riester-Rente musst du den aktuell angesparten Betrag angeben. Pro Jahr darfst du allerdings einen bestimmten Betrag von der Steuer absetzen, der dann auch als Freibetrag vom Vermögen beim BAföG-Antrag gilt. Eine Liste mit den entsprechenden Beträgen findest du in unserem Blogbeitrag, den wir dir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Aber Achtung! Kündigst du deinen Riester-Vertrag, ist das frei gewordene Geld ganz normales Vermögen. Wie sieht es jetzt mit Lebensversicherungen und Bausparverträgen aus? Normalerweise sind Lebensversicherungen und Bausparverträge angespartes Geld, das erst in einigen Jahren ausgezahlt werden soll. Allerdings gehört dieses Geld trotzdem zu deinem Vermögen, denn du könntest die Versicherung oder den Vertrag auflösen, um das Geld zu nutzen.
Eine Besonderheit gibt es aber auch hier. Ist der Rückkaufwert der Versicherung geringer als die Summe aller eingezahlten Beträge, kann der Vertrag von der BAföG-Vermögensanrechnung freigestellt werden. Gibt es Sonderfälle für Eigentumswohnungen, Häuser und Autos? Hast du eine Eigentumswohnung oder ein Haus, dann kommt es auf die Angemessenheit an. Du musst selbst in der Immobilie wohnen und eine vorgesehene Quadratmeterzahl pro Person, die in dem Haus oder der Wohnung wohnt, darf nicht überschritten werden. Detaillierte Informationen haben wir dir ebenfalls in dem Blogbeitrag für dich zusammengefasst. Auch bei dem Auto oder anderen Kraftfahrzeugen handelt es sich um einen Spezialfall. Damit das Auto als dein Vermögen gezählt wird, ist es zunächst wichtig, dass du auch Eigentümer des Autos bist. Das Auto gehört also nicht dir, wenn du nicht den Kaufvertrag unterschrieben hast. Denn dann gehört das Auto rechtlich gesehen dieser Person und zählt nicht zu deinem Vermögen. Bist du der Eigentümer des Autos, musst du den Zeitwert deines Autos ermitteln lassen. Brauchst du dein Auto zwingend für dein Studium, also um zum Beispiel zur Uni zu fahren, kannst du einen Freistellungsantrag von der Vermögensberechnung stellen. Was machst du, wenn du nicht weißt, ob du Vermögen hast? Da du dein gesamtes Vermögen angeben musst, ist es ganz wichtig, dass du im Zweifel bei deinen Familienangehörigen nachfragst, ob jemand zum Beispiel ein Konto für dich angelegt hat, auf dem gerade Geld für beispielsweise deine Zukunft angelegt wird. Gibst du so etwas nicht in deinem BAföG-Antrag an, dann wird dies negative Auswirkungen für dich haben. Kann ich mein Vermögen reduzieren, bevor ich BAföG bekomme? Spielst du jetzt mit dem Gedanken, dein Vermögen einfach auf jemanden anderen zu übertragen, bevor du deinen BAföG-Antrag stellst, dann solltest du ganz schnell von diesem Gedanken wegkommen. Denn du darfst dein Vermögen nicht einfach übertragen. Das BAföG-Amt kann einen Datenabgleich durchführen und wenn es feststellt, dass du falsche Angaben gemacht hast, drohen dir Konsequenzen und hohe Strafen. Achte also immer darauf, dass du alle Angaben wahrheitsgemäß angibst und informiere dich vorher, was genau du alles angeben musst. Besuch uns doch auch gerne auf meinbafög.de, wo wir eine App zur Antragserstellung bereitstellen und du auch zu weiteren BAföG-Themen hilfreiche Informationen findest und direkt einen Antrag erstellen kannst. Ganz unkompliziert und schnell. Das Team von meinbafög.de und ich wünschen dir jetzt erst einmal alles Gute und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.